Hello, hello, hello and a wonderful good morning. Hallo, hallo, hallo und einen wundervollen guten Morgen. Let's learn again from our beloved Jesus and his beautiful word. Lernen wir weiter von unserem geliebten Jesus und seinem wunderbaren Wort. Look what Paul says in verse 20 about Timothy. Schau, was Paulus in Vers 20 über Timotheus sagt. Timothy is like no other. Timotheus ist wie kein anderer. Oh, if a father says these words about his son, Wenn ein Vater das über seinen Sohn sagt, I can tell you he's a proud dad. ist er ein stolzer Vater. You know, and I as a spiritual father who God has blessed with wonderful children, Und ich als geistlicher Vater, der mit wunderbaren Kindern gesegnet wurde, I can tell you there are several of my spiritual children, I look upon them and I think of them and I say, man, they are like no other. kann dir sagen, dass wenn ich einige meiner Kinder anschaue, dann denke ich, Mann, sie sind wie kein anderer. But why does he say that? Aber warum sagt er das? Does Paul say that because he likes Timothy more than others? Sagt er es, weil er Timotheus mehr mag als andere? I don't think so. Ich denke nicht. Does he say that because Paul has Timothy as his favorite? Sagt er es, weil Timotheus sein Liebling ist? I don't think so. Ich glaube nicht. Paul says why he thinks that Timothy is like no other. Paulus sagt, warum er denkt, dass Timotheus wie kein anderer ist. Look in verse 20. Schau in Vers 20. He carries the same passion for your welfare that I carry in my heart. Er trägt die gleiche Leidenschaft für euer Wohlergehen in sich, die ich in meinem Herzen trage. Wow, this is hard for me not to cry. Wow, dabei fällt es mir schwer, nicht zu weinen. Look, Schau, it was Paul who poured out his life for the Philippines. Paulus goss sein Leben für die Philipper aus. It was Paul who gave everything so that they could be what they became in the Lord. Paulus gab alles, damit sie zu dem werden konnten, was jetzt im Herrn sind. It was Paul who didn't think about himself but thought about them. Es war Paulus, der nicht an sich, sondern an sie dachte. It was Paul who carried them in his heart all the time, day and night. Es war Paulus, der sie Tag und Nacht in seinem Herzen trug. And now he has a son Jetzt hat er einen Sohn, that carries the same passion for the welfare of these people than Paul did. der die gleiche Leidenschaft für das Wohlergehen dieser Menschen trägt, wie Paulus selbst. You know, think about this. Denk darüber nach. I'm the founder of our School of the Prophetic and Supernatural. Ich bin der Gründer unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen And Daniel is the director. und Daniel ist der Direktor. I care about the students. Die Studenten liegen mir am Herzen. Love the students. Ich liebe sie. I carry a passion for their well-being in my heart. Ich trage eine Leidenschaft für ihr Wohlergehen in meinem Herzen. And when I see Daniel, how he does the same thing, it is so unbelievable. Und wenn ich sehe, dass Daniel das Gleiche tut, dann ist das unglaublich. You know, Daniel could simply be the director of the school and that's my job, so I need to do my best. Daniel könnte einfach der Direktor der Schule sein und sein Bestes geben, weil es eben seine Aufgabe ist. That's how so many people do, even in the kingdom of God. So machen es viele, sogar im Reich Gottes. You know, there is somebody who births something. Es gibt jemand, der etwas ins Leben ruft. They birth whatever, a burden, a passion, a ministry that God gave them. Einen Dienst, eine Last, eine Leidenschaft, die Gott ihm gegeben hat. And then they have other people who work along with them and it's their job and they do a good job. Und dann gibt es Menschen, die mit ihm zusammenarbeiten, weil es ihr Job ist, den sie gut machen. Because it's not even what they themselves birth. Aber es ist nichts, was sie selbst geboren haben. So they simply do their best. Also geben sie einfach ihr Bestes. But then there are those spiritual sons Doch dann gibt es diese geistlichen Söhne and daughters und Töchter, who carry the same passion for the welfare of those that we carry in our hearts. die die gleiche Leidenschaft für das Wohl anderer in ihren Herzen tragen wie wir. And then you have to say, they are like no other. Und dann sagst du, sie sind wie kein anderer. And it's hard to describe the joy that this brings to somebody's heart. Es ist schwer, die Freude zu beschreiben, die das dem Herzen bringt. You know, when I go to the school for the weekend and I see how Daniel cares for the people, Wenn ich am Wochenende zur IPS gehe und sehe, wie Daniel sich um die Studenten kümmert, how he's so thankful God touches their lives, wie dankbar er ist, dass Gott ihr Leben berührt, it is
too deep to describe. ist das zu tief, um es beschreiben zu können. You know, think about this. Überleg mal, If you are a spiritual son or daughter, do you carry the same passion in your heart? wenn du ein geistlicher Sohn oder eine geistliche Tochter bist, trägst du dann die gleiche Leidenschaft im Herzen? For the people that your spiritual father cares for? Für die Menschen, die deinem geistlichen Vater am Herzen liegen? I'm not saying that you don't have your own vision, dream, heart from God. I'm not saying that. Ich sage nicht, dass du nicht deine eigenen Visionen und Träume von Gott haben kannst. Das sage ich nicht. I always want my spiritual children to do what God wants them to do. Ich möchte immer, dass meine geistlichen Kinder das tun, was Gott von ihnen möchte. But Paul is not talking about ministry, he's talking about people. Aber Paulus spricht hier nicht von Dienst, sondern von Menschen. And then he has a son that cares about people, just like he cares about people. Und dann hat er einen Sohn, dem Menschen genauso wichtig sind wie ihm. And that is what was so powerful. Das war so stark. You know, Timothy didn't care for his own ministry. Timotheus ging es nicht um seinen eigenen Dienst. He cared for the welfare of people. Ihm ging es um das Wohl von Menschen. May we, as a Church of Jesus Christ, become people who care for people, Mögen wir als Gemeinde Jesu zu Leuten werden, denen Menschen am Herzen liegen, who care in our heart the welfare of others. die in ihren Herzen das Wohlergehen anderer tragen. That's how we work together to fulfill the heart of God. So arbeiten wir zusammen, um das Herz Gottes zu verwirklichen. Always remind yourself, Erinnere dich immer daran. if you work with somebody that really carries people in their hearts, you have to carry them in your heart too. Wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, der wirklich Menschen im Herzen trägt, dann musst du das auch tun. And this is something that has become very important to me, that we care for people together. Es ist mir sehr wichtig geworden, dass wir uns gemeinsam um Menschen kümmern. At the end of the day, it's people Am Ende des Tages geht es um Menschen and how we've cared for their welfare. und wie wichtig uns ihr Wohlergehen war. Love never seeks its own interest. Liebe sucht niemals das ihre. Love carries people in their hearts. Liebe trägt Menschen im Herzen. How many people have space in your heart? Wie viele Menschen haben Platz in deinem Herzen? Only those who you have a friendship with because they do you good, so you do them good? Nur die, mit denen du befreundet bist, weil sie dir gut tun und du ihnen deshalb gut tust? Jesus said, if you live like this, we have no reward. Jesus sagt, wenn wir so leben, haben wir keinen Lohn. Ask yourself this question. Stell dir selbst die Frage, Do I really care for the welfare of people? kümmert mich das Wohlergehen der Menschen? And if you realize you don't, well, start doing it. Und wenn du merkst, dass dem nicht so ist, fang damit an. I will see you guys tomorrow. Bis morgen.